Tag Leute, ich bin Alex Meyer und spiele seit der Saison 22/23 beim BVB. Mit meinen 25 Jahren, mit meinen 32 Jahren befinde ich mich im besten Fußballalter und habe mit meiner Körpergröße von 1,95 auch die perfekte Länge für einen Torhüter. Für den BVB komme ich bisher auf 13 Pflichtspiele. Das erste war gegen Kopenhagen. Im Sommer habe ich mir wie meine Mannschaftskollegen Jürgen Riasson, Gio Reyna und Marco Reus die Haare blond färben lassen. Zudem spiele ich gerne mit meinen Kollegen Basketball und bin Fan von den Chicago Bulls. Auf dem Court bin ich ziemlich stark, aber auch Mats Hummels ist nicht schlecht. Aber ich bin natürlich besser. Übrigens, auf meinem rechten Arm, auf dem linken Arm habe ich ganz viele Tattoos. Ja, wir Torhüter gelten ja immer als ein wenig bekloppt. Meine größte Macke ist, dass ich einen kompletten Schaden habe, aber positiv. Am Sonntag spielen wir Samstag spielen wir in Stuttgart. Da war ich von 2017 bis 2019 aktiv. Der VfB steht momentan auf Platz 4 in der Bundesliga und stellt mit Guirassy 13 Treffer ihren Top-Torschützen. Alle Fans wünsche ich auf der ca. 672 Kilometer langen Fahrt von Dortmund nach Stuttgart eine gute Anreise. Ja, für uns alle richtig gut. Ich glaube, man hat gemerkt, dass wir gleich von Anfang an auch den Fans wieder was zurückgeben wollten, weil die Unterstützung war ja großartig gegen Bayern und wir waren alle sehr unzufrieden nach dem Spiel. Gott sei Dank konnten wir gleich wieder spielen und man hat das gemerkt, dass dann der Funke vom Platz auch auf die Zuschauer ging und haben uns da einfach auch belohnt dann für unsere Leistung. Wir haben uns richtig reingehauen, man hat das gesehen, auch diese 50-50-Aktion. War der Ball oft bei uns, zweite Bälle über den Kampf reingekommen und dann hatten wir auch viel Kontrolle im Spiel, auch mit dem Ball, was uns eigentlich auch in jedem Spiel unsere Basic ist und wie ich schon gesagt habe, dann sind wir auch verdient in Führung gegangen, haben danach nicht locker gelassen, haben auch noch 1, 2 gute Konter ausgespielt und dann mit Jule auch das verdiente 2-0 geschossen. Ja, es war jedes Mal ein anderer Wettbewerb. Klar, DFB-Pokal erstmal war es natürlich schön, mal wieder ein Heimspiel zu haben und auch diese Spiele zu ziehen. Dann natürlich das Spiel gegen Bayern, wo sich jeder darauf gefreut hat. Da haben wir genug zu gesagt, aber dann war auch gerade wichtig, dann in der Champions League, da kann man nicht locker lassen, dass jedes Spiel sozusagen fast ein Endspiel, das sind einfach die englischen Wochen. Das ist jedem Spieler bewusst, dass das hier Schlag auf Schlag geht und man kann sich einfach nicht groß ausruhen. Wir sind in allen 3 Wettbewerben sind wir voll mit dabei. Klar, jetzt erstmal Champions League vor der Auslösung hat jeder gesagt, das ist ja oder ist immer noch die absolute Todesgruppe quasi in Anführungsstrichen. Aber wir haben da auch schon das ein oder andere Ausrufezeichen gesetzt und haben jetzt alles in eigener Hand und wie ich am Anfang gesagt habe, Pokal sind wir dabei. Dieses Jahr hat es echt viele Bundesligisten erwischt und Bundesliga ist natürlich auch immer unser Credo, unsere Nummer 1, sage ich mal. Und trotz jetzt dem Spiel gegen Bayern darf man nicht vergessen, davor hatten wir eine lange Serie, wo wir auch viele Spiele gewonnen haben. Und ich glaube, am Anfang hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten, die ersten Spiele, wo wir dann auch mal glücklich gewonnen haben. Aber mit der Zeit hat man schon gesehen, dass die Mannschaft sich wieder entwickelt, auch mit den Neuzugängen, dass sie sich gut integriert haben, dass wir die gut aufgenommen haben, dass wir vor allen Dingen auch in der Breite viele Jungs haben, wenn jetzt der ein oder andere verletzt ist, die sind dann reingekommen, haben ihre Leistung gebracht. Das ist einfach schön, glaube ich, für alle zu sehen, dass jeder da Gas gibt. Man kann sich auf jeden verlassen, so soll das sein, weil die Saison ist noch lang. Wir haben selbst nach der Länderspielpause dann noch einen guten Block vor uns, auch mit englischen Wochen, wo auch dann einfach jeder wieder gefragt ist. In Frankfurt ging das natürlich wieder schnell. Da muss man dann gleich da sein. Klar freue ich mich dann natürlich wieder auf dem Platz zu stehen. Ich werde mich immer so vorbereiten, dass irgendwas passieren kann. Man weiß ja nie im Fußball. Das ist einfach so meine Rolle. Ich versuche aber trotzdem auch unter der Woche immer Gas zu geben, die Jungs zu pushen. Das ist wichtig, dass wir da nicht locker lassen, auch wenn wir jetzt wenige Trainingseinheiten haben. Dass wir den Fokus hochhalten, dass wir wirklich da in den wenigen Einheiten, die wir zusammen auf dem Platz stehen, gut arbeiten
uns gut vorbereiten, das einfach nutzen, um dann auch am Wochenende oder unter der Woche zu performen. Das ist natürlich nochmal was anderes, wenn man weiß, man spielt, aber das ist einfach die Situation. Ich glaube, ich kann da gut mit habe mich da auch einfach ein Stück weit auch viel beschäftigt im mentalen Bereich mit gewissen Situationen, dass ich halt immer ready bin. Und wenn ich weiß, dass ich gut trainiere und unter der Woche Gas gebe, dann weiß ich, ich bin auch gut vorbereitet, falls mal was passiert. Warum? Das ist nicht mal wie früher, zu Zeiten von Lehmann und Kahn. Bei mir sowieso nicht. Egal wo ich war, auf welchen Stationen, ob ich da auch Nummer 1 war oder hinten dran war, glaube ich, dass alle davon profitieren, wenn auch die Torwartgruppe sich gut miteinander versteht, aber trotzdem auch ein Wettkampf herrscht im Training. Jeder möchte gewinnen. Wir unterstützen sich gegenseitig, aber ich bin auch kein Freund von, dass man sich da nicht irgendwie akzeptiert oder respektiert. Das war jetzt nie der Fall und mit Greg verstehe ich mich super. Ist auch ein klasse Torwart. Ich kann einiges mir von ihm abgucken und finde auch, der hat sich jetzt auch nochmal super entwickelt und wir unterstützen uns da gegenseitig. Ne? Ich gebe ihm da meine ganze Energie mit quasi unter der Woche oder am Spieltag, aber so viel am Spieltag muss ich auch gar nicht mit ihm reden, weil er auch da viel im Tunnel ist und so, ähnlich wie ich dann. Aber ich glaube, wir verstehen uns da einfach, respektieren uns, das ist auch wichtig. Wir wissen, dass einige oder viele Fans auch wieder da sind in Stuttgart. Das gibt uns immer Kraft, egal wo wir spielen, dass viele Schwarz-Gelbe zu sehen sind auf der Tribüne. Das ist natürlich schön und wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir wollen natürlich auch den Fans immer viel zurückgeben und wollen auch das Spiel positiv bestreiten in Stuttgart. Hatte da auch eine schöne Zeit, die 2 Jahre. So meine ersten Jahre im Profibereich wird man auch nie vergessen, aber klar, das ist jetzt Vergangenheit. Jetzt will ich natürlich am Wochenende, dass wir das Spiel dort gewinnen. Man hat das letztes Jahr schon gesehen, durch den Trainerwechsel, dass sie da eine andere Philosophie haben. Für so eine Mannschaft wie VfB auch viele junge Spieler, hungrige Spieler, sage ich mal, die auch noch einiges erreichen wollen. Hatten die einfach einen guten Start, da profitieren die jetzt von und Zusammenspiel auch vorne mit dem Stürmer natürlich, was sehr gut funktioniert hat. Hinten lassen die kaum was zu. Deswegen ist das eine sehr gefährliche Mannschaft da. Die werden uns einiges abverlangen. Also ich glaube, wir sollten uns da nicht so blenden lassen. Man hat gesehen, dass sie eine Vielzahl von guten Spielern haben, auch im Offensivbereich. Da dürfen wir uns nicht nur auf eine Person fokussieren. Ich glaube, das hat Stuttgart auch gezeigt, dass sie da sehr variabel sind, auch wenn natürlich jetzt in der Liga erstmal die beiden letzten Ergebnisse nicht dafür gesprochen haben, aber trotzdem, die spielen zu Hause, die wollen auch den Bock umstoßen und für uns ist es unabhängig, wer jetzt da vorne spielt, weil wir als Borussia Dortmund, ist egal wo wir spielen, ob wir jetzt zu Hause spielen oder auswärts, wir müssen unser Spiel durchziehen, wir müssen die Kontrolle haben und dann werden wir das Spiel auch positiv gestalten. Stefan Klos, ne? Okay, stark. Kommt relativ langsam, aber trotzdem ekliger Ball, weil er weiß nicht, wo, glaube ich, der Pfosten da ungefähr ist. So hat er sich schon gut orientiert. Muss auf jeden Fall noch ran. Ich würde ihm jetzt eine 0,6 geben dafür, weil der Ball jetzt nicht so schnell war, aber trotzdem er es gut gemacht hat für die Situation. Und der Ball war danach sogar nicht mal im Aus, sondern er hatte den danach noch gefangen. Auch gut. Gar nicht so die Richtung, also er hat klar die Richtung verändert, aber der Torhüter Teddy de Beer bleibt einfach lange stehen. Normal dachte ich, er macht jetzt noch einen Schritt rüber, wo der Ball gespielt ist und kriegt dann aber noch schnell die Hände hoch. Auch ein wichtiger Reflex, guter Reflex und er wird ihm 7 Punkte geben. Das ist Roman. Abdruck, stabile Hand. Auf der Linie war der auch sehr stark. Deshalb ist super Reflex, auch 7,5, sage ich mal. Na gut, das war gegen Schalke in der Schlussminute quasi. Aber die muss ich auch halten, relativ körpernah. Auch wenn er jetzt noch durch die Beine gegangen ist, aber ich würde jetzt sagen, eine 6. So spektakulär war das jetzt nicht.
Roman hatte die beste Parade, vielleicht auch ein Achter. Roman hat gewonnen. Und das sind eure Termine für das schwarz-gelbe Wochenende.